Der französische Wohnwagenhersteller Sterkemann hat auf Kritik in unserem Test reagiert und den Easy 462 für die Saison 2027 komplett überarbeitet. Es geht dabei vor allem um die Sitzgruppe, die haben wir da kritisiert. Was da genau passiert ist, das zeige ich euch jetzt. Kritisiert hatten wir im Test die Sitzgruppe. Hier war nämlich hinter dieser linken Sitzbank ein großes, breites Staufach, was dann die Sitzgruppe, also die beiden Sofas hier, sehr eng beieinander hat rücken lassen. Wenn man hier gesessen ist, dann hat man sich sehr schnell die Knie entgegengestreckt. Das war nicht sehr bequem. Sitzflächen waren kurz. Und jetzt hat der Hersteller reagiert und hat diesen Schrank einfach hier weggenommen. Das haben wir damals auch empfohlen. Dadurch entsteht jetzt hier die Sitzgruppe über die ganze Breite. Gut, der Wohnwagen ist nicht so breit, 2,10 Meter, ist wirklich ein schmaler Wohnwagen und deswegen ist es umso besser, dass hier jetzt die komplette Breite genutzt wird für die Sitzgruppe und man sitzt jetzt wirklich deutlich komfortabler. Kann sich hier gut anlehnen, die Rückenlehnen sind angenehm hoch und die Sitzpolster sind richtig schön fest. Ansonsten ist auffällig, dass sie den Styling des Innenraums komplett verändert haben. Das war alles so ein helles Holz. Jetzt haben wir hier dunkler abgesetztes Furnier, aber weiße Schrankklappen und hellgraue, dunkelgraue Polster. Also es macht einen sehr wertigen Eindruck. Das unterstützen übrigens auch hier die neuen Leselampen hier mit schwarz abgesetzt und sie haben alle eine USB-A und eine USB-C Steckdose. In der Küche gibt es eine angenehm große Rundspüle mit dieser abgesetzten und verchromten Armatur. Die Arbeitsfläche ist ein bisschen knapp geraten. Es gibt hier diesen schmalen Streifen immerhin vor dem Herd. Und wenn man noch ein bisschen mehr braucht, kann man hier noch dieses Klappbrett ausklappen. Der Herd ist ein Zweiflammenkocher mit elektrischer Zündung. Der Abstand der Brenner ist allerdings nicht besonders groß. Also da brauche ich schon sehr gut passende oder kleinere Töpfe oder kann auf der Flamme eigentlich nur noch einen Espresso kochen. Stauraum haben wir hier oben in einem großen Hängeschrank, dem allerdings eine Unterteilung fehlt. Also da wäre so ein schönes Brett noch gut, dass man da quasi ein bisschen mehr unterbekommt. Es gibt auch hier wieder eine Besteckschublade und einen weiteren Schrank mit 2 großen Fächern. Und natürlich gehört zur Küche der Kompressorkühlschrank. Der geht jetzt leider zur Kamera hin auf. Der ist auch nicht riesig, aber er verfügt über ein separates Gefrierfach hier oben, genau. Und wie gesagt, er arbeitet mit Kompressortechnik, das heißt, er kühlt auch bei hohen Außentemperaturen sehr zuverlässig. Das Bad ist schlicht, aber funktional. Man hat gut Platz auf der Banktoilette. Es gibt ein Waschbecken in sehr simpler Ausführung, hier einfach nur aus Kunststoff. Was sie im letzten Jahr geändert haben, was natürlich auch geblieben ist, dass es jetzt einen Unterschrank gibt, auch mit so einer einfachen Kunststoffklappe. Aber früher war das hier alles offen und man hat die Wasserschläuche gesehen. Jetzt kann man hier zumindest so ein bisschen Badequipment verstauen. Darüber hinaus ist dieses Fahrzeug jetzt mit einer Dusche ausgestattet. Das sieht man an diesem Vorhang. Das ist eine Option, die nach wie vor in den Paketen steckt. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch gleich. Hier im Bug, im Schlafzimmer des Easy 462 hat sich gar nicht so viel geändert und das ist auch gut so, denn wir haben hier die typischen V-Betten, also das heißt, es sind Einzelbetten, die aber im oberen Bereich über die komplette Breite reichen und hier im Fußende so einen V-förmigen Einschnitt haben, dass man problemlos von beiden Seiten ins Bett kommt. Das ist nämlich sehr komfortabel. Die Betten sind auch schöne dicke Matratzen, man liegt komfortabel. Und man hat einen sehr großen Stauraum unter dem Bett. Der ist komplett über die ganze Breite durchladbar. Da ist noch ein bisschen Technik mit dabei, aber richtig viel Platz für Staugut. Ansonsten hat sich hier vorne, wie gesagt, nicht viel getan. Wir haben 2 große Oberschränke. Wir haben die gleichen Lesespots wie an der Sitzgruppe mit USB-C und USB-A, um das Handy dann auch laden zu können. Und wer noch was für die Optik tun will, der kann noch das Look-Paket wählen. Das besteht hier aus schwarzen Kantenleisten und schwarze Alufelgen gibt es auch noch dazu. Und dann wird aus diesem simplen Einsteigerwohnwagen doch schon ein recht schicker Caravan. Alles in allem bedeutet das, man kann, wenn man alle Pakete dazu nimmt und die Heizung dazu nimmt, die kostet auch nochmal extra, dann ergibt sich ein Preisvorteil sozusagen im Vergleich zum vergangenen Modelljahr von fast 2.500 €. Und das ist doch in diesen Zeiten schon mal eine echte Ansage. Das hat Sterkemann gut gemacht.